Guten Abend, meine Damen und Herren. BRD-Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow haben sich gegenüber dem DDR-Fernsehen zu ihren bevorstehenden Gesprächen in Dresden geäußert. Beide setzten sich für eine Vertragsgemeinschaft ein. Auf deren Basis können erste konkrete Absprachen über die weitere Zusammenarbeit getroffen werden. Die CDU sieht sich auf dem Weg zu einer Volkspartei mit christlichem Profil, deren oberste Ziele Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind. Dieser Grundsatz bestimmte heute in Berlin die Beratungen am ersten Tag des CDU-Sonderparteitages. Einen Ausweg aus der prekären wirtschaftlichen Situation sieht die Partei im Kapitalzufluss aus westlichen Ländern. Die angestrebte Marktwirtschaft soll eine ökosoziale sein. Aufsehen erregte am Abend der Austritt des Hauptvorstandsmitgliedes Winfried Wolk. Der 48-jährige Maler warf dem Parteitag mangelnde Vergangenheitsbewältigung vor. Chile hat seit heute einen neuen Präsidenten. Es ist der 71-jährige Patricio Aylwin, der bei den gestrigen Wahlen von 20 Oppositionsparteien unterstützt wurde. Er wird im März 1990 das Amt von General Pinochet übernehmen. Auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl hat Patricio Aylwin heute Morgen den Wählern für ihre eindeutige Entscheidung gedankt und der internationalen Gemeinschaft für die jahrelange Solidarität mit den demokratischen Kräften Chiles. Der Christdemokrat, von insgesamt 20 Parteien unterstützt, bekam 55,2% der Stimmen, das heißt im ersten Wahlgang bereits die absolute Mehrheit. Ein Ergebnis, wie es in der Geschichte Chiles selten ist. Vom nördlichen Arica bis Punta Arena im Süden hatte die Mehrheit sich für Aylwin entschieden. Bei der Auszählung wurde jede Stimme zu seinen Gunsten mit Zustimmung und Jubel quittiert. Kein Versuch des Wahlbetrugs, die Militärregierung hat das Ergebnis der Wahlen voll anerkannt. Es war nach Mitternacht hier, als im Pressezentrum der stellvertretende Innenminister das offizielle Ergebnis verkündete. Für Anand Büchi nannte er 29,4%, für Errázuriz 15,4%. Bei den Parlamentswahlen dagegen gibt es keine Mehrheit für die demokratische Opposition. Das heißt, die neue Regierung wird im Parlament Kompromisse suchen müssen. Das große Volksfest findet geplant heute Abend statt. Aber gestern Nacht bereits waren die Straßen voller jubelnder Menschen. Es gab eine improvisierte kurze Kundgebung mit Patricio Aylwin, auf der er das Chile für alle und mit allen beschwor. Hubkonzerte der Zustimmung, Sprechchöre und Losungen. Eine der schönsten hieß Ciao, ciao, Pinochet. Das war ein historischer Tag, dieser 14. Dezember 1989 für Chile. 7,5 Millionen entschieden das Schicksal ihres Landes an den Wahlurnen. Und mit dieser friedlichen Abstimmung gehen 16 Jahre Militärdiktatur zu Ende. Im März wird der neue Präsident sein Amt übernehmen. Sein Programm konzentriert sich auf 3 Dinge: Demokratisierung, Einhaltung der Menschenrechte und Aufklärung der Verbrechen sowie eine ökonomische Politik, die die extreme Armut abbaut. Dazu gilt es, über Verfassungsänderung und Reformen die Militärs auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren und sie der politischen Macht unterzuordnen. Das Vertrauen der Wähler ist ein großer Vorschuss, aber um der Demokratie festen Boden zu geben, bleibt viel zu tun. Der amtierende DDR-Staatsratsvorsitzende Manfred Gerlach traf heute in Prag mit CSSR-Ministerpräsident Marian Chalfa zusammen. Die Gesprächspartner erörterten Entwicklungsmöglichkeiten und neue Formen der beiderseits vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen der DDR und der CSSR. Nach einem Gespräch mit dem Schriftsteller Václav Havel wurde auf den übereinstimmenden Standpunkt verwiesen, dass die Politik der demokratischen Erneuerung bessere Voraussetzungen für ein Zusammenwirken beider Völker und Staaten bildet. Der LTBD-Vorsitzende Manfred Gerlach und Borislav Kutschera, Vorsitzender der Sozialistischen Partei der CSSR, stellten sich am Mittag der Presse. Beide Politiker hatten zuvor Gespräche über die Zusammenarbeit ihrer Parteien geführt. Vor den Journalisten betonten sie die Notwendigkeit des Ausbaus der Beziehungen, zumal sich mit den Demokratisierungsprozessen in beiden Ländern neue Möglichkeiten dafür ergeben. Manfred Gerlach unterstrich, dass die DDR auch künftig ein Staat mit konsequent antifaschistischem Charakter bleiben werde. Deshalb möchte ich auch als amtierender Vorsitzender des Staatsrates der DDR in aller Verantwortung erklären, es wird in der DDR keinen Neofaschismus und keinen Antisemitismus geben.
Dort, wo es Tendenzen in dieser Richtung gibt, werden wir mit allen Mitteln, auch mit den durch Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln des Staates, dagegen vorgehen. Wir werden keine Zweigorganisation der Republikanischen Partei aus der BRD oder andere neofaschistische Organisationen in der DDR dulden. Die bulgarische Volksversammlung übte sich heute in Sachen Demokratie. Ein Punkt auf der Tagesordnung fand das besondere Interesse. Der Bericht des Innenministers zu den Übergriffen der Polizei gegen Demonstranten vor dem 10. November, dem Tag der Entmachtung von Schivkov. In einem Beschluss wird gefordert, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und die betroffenen Personen zu entschädigen. Gleichzeitig wird er beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Gesetze künftig eingehalten werden. In einer Deklaration wird ebenfalls einmütig dem Antrag zugestimmt, die führende Rolle der Kommunistischen Partei aus der Verfassung zu streichen. Laut deren Bestimmungen kann dies allerdings erst in einem Monat erfolgen. Zum angekündigten Dialog mit den unabhängigen Gruppen sagte BKP-Politbüromitglied Beljo Belchev, er soll offen und ehrlich sein. Ihre Vorschläge werden wir aufgreifen, wenn sie dem Sozialismus entsprechen und helfen, die Demokratie zu erweitern. Mit denjenigen, die eine Abkehr vom Sozialismus wollen, werden wir uns mit politischen Mitteln auseinandersetzen. Weitere Nachrichten des Tages im Überblick. Berlin. Die DDR-Regierung hat die Auflösung der Kampfgruppen beschlossen. Bis zum 30. Juni nächsten Jahres sollen alle damit verbundenen Maßnahmen beendet sein. Berlin. Eine Sonderkonferenz der KSZE-Staaten haben Vertreter von Parteien und Organisationen der DDR, der BRD und Westberlins den Unterzeichnerstaaten der Schlussakte von Helsinki vorgeschlagen. Wie auf einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde, sollten die Konferenz die Aufgabe haben, gesamteuropäische Regelungen für eine gleichberechtigte Kooperation zwischen Ost und West zu formulieren. Brüssel. Die Außenminister der NATO haben die Reformen in der UdSSR und in anderen sozialistischen Staaten Europas begrüßt. Wie Generalsekretär Wörner vor der Presse erläuterte, halte man aber an der Strategie der Abschreckung fest. Für diese Strategie gebe es keine Alternative. Hamburg. SPD-Bürgermeister Henning Voscherau hat sich dagegen ausgesprochen, die Kontakte zwischen seiner Partei und der SED zu beenden und dabei vor panikartigen Überreaktionen gewarnt. Voscherau, der sich damit gegen seinen Parteivorsitzenden Hans-Jochen Vogel stellte, sagte, die SPD dürfe sich nicht zum Kronzeugen gegen ihre eigene erfolgreiche Ostpolitik machen lassen. Moskau. Der sowjetische Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow ist in der vergangenen Nacht im Alter von 68 Jahren verstorben. Er erlag einem Herzversagen. Der Kongress der Volksdeputierten, dem Sacharow als Mitglied angehörte, gedachte in einer Schweigeminute des weltbekannten Wissenschaftlers. New York. Die UdSSR will bis zum Jahr 2000 alle in anderen Ländern stationierten Truppen zurückziehen. Das kündigte der stellvertretende sowjetische Außenminister Petrovsky vor Journalisten der UNO an. Die genaue Stärke der sowjetischen Truppen im Ausland liege zurzeit bei 627.500 Soldaten. Delhi. Der neue indische Regierungschef Pratap Singh hat die Entwicklung in Richtung Weltfrieden und Abrüstung begrüßt. In diesem Zusammenhang würdigte er vor der Presse in Delhi das sowjetisch-amerikanische Gipfeltreffen von Malta. Indien werde auch künftig zur Nicht-Paktgebundenheit stehen. Johannesburg. Der Präsident des Weltbundes reformierter Kirchen, Ellen Bosak, ist auf dem Flughafen verhaftet worden. Bosak wollte die 5 Apartheid-Gegner abholen, die heute von einem Appellationsgericht freigesprochen worden waren. Tokio. Vor dem obersten Gericht der Stadt begann heute im sogenannten Recruit-Bestechungsskandal der Prozess gegen Takao Fujinami, der noch vor wenigen Jahren zu den einflussreichsten japanischen Politikern gehörte. Als Chefkabinettssekretär der Nakasone-Regierung gingen alle wichtigen Entscheidungen über seinen Schreibtisch. In den Skandal sind 43 führende Persönlichkeiten verwickelt, darunter der heutige Ministerpräsident Kaifu. Panama-Stadt. Die Nationalversammlung Panamas hat für das Land den Kriegszustand erklärt. Das gelte so lange, wie die USA-Aggression anhalte. General Noriega wurde zum Regierungschef mit Sonderbefugnissen bestimmt.
Und zum Wetter. In der Nordhälfte etwas Schneefall, Temperaturen zwischen 1 und -4 Grad. Tags zeitweise Regen, nur anfangs zum Teil Schneefall, Temperaturen im Norden um 3, im Süden um 10 Grad. Nachrichten noch einmal um 1:05 Uhr.